Hier sehen Sie es, 17 Grad warm, etwas bewölkt, ab und zu spitzt die Sonne durch. Und in wenigen Sekunden kann es hier hoffentlich zu einem zweiten spannenden Rennen kommen. In Most auf diesem Kurs mitten in einer Kohletagebauregion. Nicht besonders toll anzusehen, aber eine schöne Rennstrecke. Das Rennen ist gestartet. Und diesmal kommt Andi Meklau mit einem Wheelie ganz hervorragend vom Start weg. Dahinter Christa Lindholm und Udo Mark ist gut weggekommen vom 6. Startplatz. Dahinter Michi Rudroff vom 7. kommend. Dann Roger Kellenberger und Jochen Schmid. War wieder nicht so ein arg toller Start. Da wurde er doch ganz schön durchgereicht. Aber Andi Meklau auf und davon. Hat jetzt schon so an die 8 bis 10 Motorradlängen zwischen sich und Christa Lindholm. Und dann das Feld aufgereiht. Durch diese Kehre am untersten Teil der Strecke, dem langsamsten Teil, wo man gerade mal mit rund 70 Stundenkilometer im zweiten Gang durchfährt. Dann das Geschlängel zurück zur Gegengeraden. Wird so im 3. und 4. Gang gefahren, bevor es dann in dieser leicht hängenden Geraden, während hier Udo Mark an Christa Lindholm vorbeigeht, dahinter Roger Kellenberger und Jochen Schmid. Vorne Andi Meklau. Also der Andi Meklau gibt hier mächtig Gas und auch Udo Mark scheint dieses kleine Loch schließen zu können, zunächst mal. Und jetzt ist auch Jochen Schmid schon an Roger Kellenberger vorbei. Schiebt sich damit auf den 4. Platz. Und als erster geht durch nach einer Runde Andi Meklau, dann Udo Mark, Christa Lindholm, Jochen Schmid, Roger Kellenberger, Michi Rudroff. Dann sehen wir zum ersten Mal hier Ruben Gsaus, der im ersten Lauf Probleme hatte mit einer Benzinleitung. Da löste sich was. Und das ist Werner Dimperl, der sich hier im Kiesbett festgräbt. Im ersten Lauf war er schon nicht dabei, in der Aufwärmrunde verunglückt mit kalten Reifen, so hieß es. Kaum vorstellbar, wäre fast Slapstick. Oh, und sahen Sie hier die Aktion von Ruben Gsaus. Das konnte nicht gut gehen. Und da treibt sie nach außen. Und Ihnen, ich denke, das war Michi Rudroff, der da dann wieder vorbeigeht. Ja, Ruben Gsaus, er hat Benzin verloren, hat das auch gemerkt, ist immer vom Fußraster gerutscht, weil das ja den Gummi anlöst, Benzin. Und dann war es so, dass er in der letzten Runde, war er plötzlich weg vom Fenster, hat es nicht mehr geschafft, ihm ist Benzin ausgegangen. Also genau das, was er verloren hat über das ganze Rennen hin, hat nicht mehr gereicht bis ins Ziel. Jochen Schmid hinter Udo Mark. Meklau, Mark, Schmid, Lindholm, Kellenberger, Rudroff, Gsaus. Wieder, ja, Rudroff, Gsaus, nicht Gsaus, Rudroff. Diesen Angriff haben wir eben gesehen und das ging in die Hose für den jungen Mann aus Barcelona. Man sieht es ihm an, dem Jochen Schmid, er gibt alles. Hat ihn furchtbar geärgert, furchtbar gefuchst, diese Geschichte im ersten Lauf mit den unzureichend geschwenkten blauen Flaggen, um es vorsichtig auszudrücken, wofür die überrundenen Fahrer überhaupt nichts konnten. Hinten haben sie keine Augen, in Luft können sie sich nicht auflösen. Das alte Spiel eben. Hier Lindholm. Und wer war das hier links in der Wiese? War das Jochen Schmid? Eben noch eine schnellste Runde gefahren, während hier wir ein haariges Manöver zwischen Roger Kellenberger und Christa Lindholm sehen. Und das ist Jochen Schmid, der hier in der Wiese steht. Oh oh. Das hat ihm nicht geschmeckt, dass er am Start nicht so gut wegkam. Dann die Aufholjagd, aber da hat er sich wohl etwas übernommen.
bei uns nicht gewesen. So, schauen wir mal ganz genau, Stelter vorbei, Mark vorbei, Hellberger, Littern und Stauen. Der Vorsprung wird größer. Menklaus, Mark. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob er die Maschine wieder in Schwung bringt. Sehen wir vielleicht hier schon bei der langen Einstellung. Ja, da hinten kommt er. Hier zunächst ersten durch. Da geht er an Juha Berner mit der 28, dem schnellen Finnen vorbei. Hier
Hier vorne Eckrold, Kitsch, Hüber. Da kommt Jochen Schmid. Mann, an 3. Stelle war er gelegen. Während Andi Mecklau hier eine neue schnellste Runde fährt. Ja, also nun heißt es Gas geben für den Jochen. So, wenn man schadenfroh wäre, könnte man sagen, toll, der Mann bietet uns nun ein klasse Rennen. Also jetzt darf wieder getippt werden, wie weit der Jochen hier noch vorkommen kann. Jetzt muss er erst an den auch nicht ganz schlechten Fahrern hier vorbei. Da ist er hinter Robert Hüber. Und für diese Fahrer, für diese Privatiers und Rookies, sicherlich ein ganz neues Gefühl, dass sie plötzlich mit einem der Top-Leute in der Meisterschaft hier nun Rad an Rad fahren. Und da schnappt er sich schon den Robert Hüber, der hat es aber gesehen. Auf der besseren Linie. Bis auf Platz 13 ist er zurückgefallen. Also man kann es nicht erkennen, aber ich gehe mal von aus, dass der Jochen jetzt schon mehr als verbissen auf seiner Maschine sitzt. Vor allem, wenn es denn nun sein eigener Fehler war. Und da ist er schon dran. An Johnny Akerold und Harald Kitsch, der 11 und der 99. Und die hat er leicht und locker. Allein aufgrund seiner PS-mäßigen Überlegenheit auf der Geraden. Das kann auch ein heißer Ritt werden. Die Kawasaki Armada hier. 4-mal grün. Und da sehen wir Christian Schneider, der absteigt.
Ja, also der Andi Mecklau ist schon durch. Wir sehen hier 2, 3 und 4. Christa Lindholm, Udo Mark und Roger Kellenberger, der hier verbissen noch dran ist am Udo Mark. Was fährt der hier für Rennen? Sie sich erinnern, in Zweibrücken zum Saisonauftakt, da fuhr er zweimal hintereinander aufs Treppchen auf den 3. Platz. Und ansonsten immer wieder 4. und 5. Plätze. Also schon klasse, wie er sich in dieser Saison hält, wenn man das zum letzten Jahr vergleicht. Ich möchte nicht dauernd von diesem ehemaligen Sturzpiloten reden, aber auf jeden Fall war er wohl risikobereiter und fuhr da oftmals am Limit, welches er in diesem Jahr wesentlich besser einschätzen kann. Oh, und da setzt er sich neben Udo Mark, lässt ganz lang offen, ganz spät auf der Bremse. Allerdings kann der wieder kontern. Auch ein tolles Duell hier um die Plätze 3 und 4 oder um Platz 3, besser gesagt. Und den Christa Lindholm haben sie beide noch im Visier. Und Jochen Schmid arbeitet sich ganz schön langsam nach vorne. Also um einen Platz auf dem Treppchen kann er nicht mehr mitfahren. Eben sahen sie noch den Andi Mecklau mit der 13 durchs Bild fahren. Der hat einen gehörigen Abstand. Er wird wohl von einem relativ leichten Rennen sprechen. Ihm wurde dann auch von der Box gedeutet, dass sein schärfster Widersacher zunächst mal weg vom Fenster ist, Jochen Schmid. Und Udo Mark versucht sich da noch den lädierten Christa Lindholm zu schnappen. Und der, ich meine, man sieht es ihm sogar an, wie er versucht, möglichst weich zu fahren, um seinen Fuß und vor allem seine Hand auch nicht zu sehr zu belasten. Hat sich ein ganz weiches Fahrwerk abstimmen lassen, was hier nicht unbedingt von Vorteil ist, aber sicherlich seiner Kondition entgegenkommt über diese 14 Runden hier. Da ist Udo Mark sehr spät auf der Bremse, schafft es aber nicht ganz. Und Kellenberger ist immer noch dran. Also da ist noch nichts gegessen bei den dreien. Aber Christa Lindholm ist ein Beißer, insofern, dass er sich, wenn er schon hier antritt, sicherlich nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen lässt. Es geht in die letzte Runde. Also der Andi vorne ist weg. Kann man schon sagen, das wird sein zweiter Doppelsieg nach dem Salzburgring hier in Most in der Tschechischen Republik. Oh. Und die zwei geben sich's gewaltig. Udo Mark und Roger Kellenberger. Kellenberger setzt sich innen rein, ist jetzt auf der besseren Linie und ist durch. Und hängt nun unmittelbar hinter Christa Lindholm, ob er den noch packt. Ah. Ja, jetzt müsste der gewohnte Biss von Udo Mark noch mal kommen. Vom Kämpfer. Und jetzt, das ist es. Sehr spät auf der Bremse, aber Roger Kellenberger noch später. Auf den letzten Metern hat das wohl gepackt, Roger Kellenberger. Fährt er hier wieder auf einen Treppchenplatz? Ja, da hat er die bessere Linie. Und das ist die letzte Kurve. Und hier der Sieg mit einem der schönsten Wheelies der Saison. Doppelsieg für Andreas Mecklau. Dann Christa Lindholm. Und Roger Kellenberger schafft es ganz knapp vor Udo Mark. 15 Hundertstel Sekunden. Der Vorsprung für ihn. Klasse.
Udo Mark Vierter, Jochen Schmid vorgekämpft bis auf den 5. Platz. Auf den 13. war er zurückgefallen. Der beste Rookie auf Platz 6 Ruben Gsaus. Dann Michi Rudroff mit demselben Ergebnis wie im ersten Lauf. Robert Hüber hat sein Vorhaben geschafft, ist vor Juha Berner und die weiteren Ränge bis 15. Markus Ober, nicht ganz, was er sich vorgestellt hat, nach einem 11. nun ein 12. Platz. Trotzdem kann er zufrieden sein, der junge Mann. Roger, was für ein Herzschlagfinale für euch vom 3. Platz mit dir und Udo Mark. Hast du damit wirklich noch gerechnet, dass du noch abfangen kannst? Das war ein heißer Fight. Also ich habe gesehen, dass der Christian in der Mitte des Rennens sehr schnell unterwegs war. Und ich habe gemerkt, dass er zum Schluss ein bisschen abgegeben hat. Ich habe damit gerechnet, dass ich ihn noch angreifen könnte. Aber wie dann der Udo noch dazugekommen ist, war es ein bisschen viel. Weil 2 auf einen Schlag ist ein bisschen zu viel für mich. Christa Lindholm, was für eine fantastische Leistung. Vor allen Dingen, wenn man dich letzte Woche gesehen hat, wie du humpelnd und schwer verletzt hier warst. Was sagst du selber dazu? Ich weiß nicht, aber super. Ich muss danken alle der Arzt in Magdeburg, der macht die Operation. Und auch die Leute, die probiert die Motorrad, also, was sagt man? Weich, easy zu fahren und der Reifen war gut und vielleicht der Motorrad war nicht das beste Setup, aber das war gut für meinen Handicap und das war sehr super, wir waren stark und für mich unglaublich. Andreas, eine richtige Gala-Vorstellung, was wir am Anfang auch von dir ein bisschen erwartet hatten, denn es war ein bisschen angekündigt, das ist ein bestes Zeichen auch für den Pannonia-Ring, ist ja auch eine Strecke, die dir liegt. Ja, ich glaube, wir müssen immer abwarten, bis die Zielflagge ist. Ja, es war ja kein leichtes Rennen, aber alles gegeben. Und da, wenn man einen gewissen Vorsprung hat, muss man eigentlich bis zur letzten Runde eigentlich kämpfen und nicht nachlassen, sonst passiert ein Konzentrationsfehler. Und ich glaube, heute war es wie ein einmaliges Wochenende für mich. Und okay, ich habe gesagt, jetzt machen wir mal einen Angriff. Und ich glaube, die Meisterschaft ist doch noch lang. Und es kommt doch Hockenheim, Nürburgring. Und ich glaube, jeder, was mich kennt in den letzten paar Jahren, das waren nicht meine Rennstrecken. Aber vielleicht ist es auch mal ein positives Jahr, ein anderes Jahr. Genau. Und werden wir sehen. Ja, wenn man das hier bilanzieren mag, dann können wir von einem souveränen Andy Mecklau, einem außerirdischen Christa Lindholm und dem bissigsten Schweizer der Saison Roger Kellenberger hier sprechen. Und Enttäuschung natürlich für Jochen Schmid. Und nun die Siegerehrung. Wir gratulieren ganz herzlich dem Sieger mit der Startnummer 13, Andreas Mecklau von Ringbusch Racing Team Austria. Also, nun hat der Andy Mecklau 19 Punkte Vorsprung auf Jochen Schmid. Wir sehen es hier im Bild. Christa Lindholm bereits 34 Punkte zurück. 54 Roger Kellenberger und Udo Mark 73 Punkte Rückstand. Da benötigt er fast 3 Siege. 25 gibt es ja für den Sieg. Und damit dürfte die Meisterschaft für ihn fast gelaufen sein. Sie sehen es hier, die jungen Wilden, Eckeröll, Gsaus, Berner Hüber und Heidker. 2 tolle Rennen haben wir hier gesehen. Die Meisterschaft bleibt spannend. Andreas Mecklau, Jochen Schmid und Christa Lindholm, so heißen die Protagonisten um den Titel der Pro Superbike 98. Wir hören und sehen uns bereits wieder in wenigen Tagen im schönen Ungarn. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und gebe nochmals ab zur Conny.